Ich bin der Tauland, 29 und ich habe bei der Herrenskin eine PRP-Behandlung gemacht, weil ich einfach Lust hatte. Mein Selbstbewusstsein vor der Behandlung war eigentlich schon generell schon da gewesen, weil ich mache selber auch noch Videos und so und von dem her muss man sich irgendwo durch trauen, um in der Öffentlichkeit zu stehen. Was mich halt ein bisschen gestresst hat, ist so die kalten Stellen oben und dann habe ich mir eigentlich vorgenommen, um dort bei der Herrenskin eine PRP-Behandlung zu machen, in der Hoffnung, dass das dann ein bisschen besser aussehen wird. Ja. Ein Kollege von mir hat es gemacht. Ich habe ja generell sehr, sehr dünnes Haar. Das ist eigentlich bei meinem Vater genau gleich. Und ich wollte einfach mal testen, weil ich sage immer, Vorurteile haben gegenüber etwas ist immer einfach. Aber wenn man es dann selber testet und das Ergebnis sieht, ist es mal etwas komplett anderes. Darum habe ich mir vorgenommen, hey, du es austesten und dann weisst du auch, wie es sich anfühlt. Also nach der Behandlung hat sich eigentlich mein Leben nicht gross verändert. Es hat sich gut gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Zum einen, du hast viel mehr Wasser müssen trinken, auch während der Behandlungen. Und ich habe das Gefühl, also die Kollegen haben es mir gesagt, als ich immer zusammen arbeite, hey, Tauli, deine Haare und so. Und ich sage, man muss jetzt nicht erwarten, dass da so ein riesen Busch kommt, aber ich muss sagen, gewisse kahle Stellen oder dort, wo ich so Babyhaare hatte, die sind auf jeden Fall ein bisschen dichter geworden. Die beste Erfahrung, die ich bei Herrenskin gemacht habe, war auf jeden Fall mit dem Arzt. Ja, so eine Behandlung hat in der Regel 10 bis 15 Minuten, aber die sind so umgegangen, weil ich eigentlich mit dem Arzt über alles andere geredet habe. Plus hat er mir natürlich genau aufzeigen, hey, wie funktioniert was. Und das ist eigentlich das, was ich möchte, wenn ich zu einem Arzt gehe. Zum einen, dass er mich versteht und zweitens, dass er mir so ein bisschen die Angst wegnimmt. Oder? Und das hat er auf jeden Fall geschafft. Darum Props an den Guy, der meinen Schädel bearbeitet hat. Ich muss sagen, Arzt ist eine 10 von 10. Also der Coiffeur war eigentlich so der Erste, der die Behandlung gemerkt hat, weil er ja regelmäßig mit meinen Haaren arbeitet und sich dort auch wirklich Zeit nimmt. Und dann ist er auch schon ein paar Mal da vorne drüber gefahren und hat auch wirklich feststellen, hey, da sieht es robuster und besser aus. Und da habe ich ihn 2-3 Mal gefragt, ob er das wirklich ernst meint oder einfach mir jetzt da ein bisschen schönes Gewissen reinredet. Aber er hat wirklich gesagt, es sind Verbesserungen sichtbar. Und das ist für mich natürlich das beste Kompliment. Oder dann weiss ich habe es nicht umsonst gemacht. Was ich bei Herrenskin eigentlich mega schätze, ist zum einen der Standort. Also du kannst gefühlt überall hergehen und du wirst immer irgendwo einen Laden finden. Zweitens ist, du kommst rein und es ist so ein bisschen eine Wohlfühloase. Es ist nicht so überladen, sondern du kommst her, hockst her, wirst relativ schnell bedient und es ist mega unkompliziert. Also du hockst in den Raum rein und musst jetzt nicht irgendwie Angst haben, dass irgendetwas passiert, sondern man merkt schon, sie haben ein kleines Händchen für den Kundenumgang. Das heisst, man geht auf den Kunden ein, hey, man redet ein bisschen über das Thema, was jetzt gerade, oder besser gesagt über die bevorstehende Behandlung. Und man nimmt einem so die Angst. Und was ich halt persönlich schätze, ist, ich kann es in der Schweiz machen. Ich muss nicht irgendwo ins Juhe gehen, wo ich dann immer hin und her reise. Das würde ich mir nicht geben. Darum ist es mir lieb, wenn ich es gerade da machen kann, dass wenn ich Fragen habe, die Herrenskin direkt kontaktieren kann, um zu sagen, hey, können wir da schnell mal etwas anschauen. Und einfach so eine Kundenbeziehung, die ist mir schon sehr, sehr wichtig. Ich habe insgesamt 4 Behandlungen gemacht bei der Herrenskin und man muss sich das auch vorstellen. Also das war sehr simpel, etwa 10 bis 15 Minuten. Vor allem die Nadeln sind ja etwa so klein und das geht so schnell und vor allem das Geile ist, es tut null weh. Man hat natürlich dann, es ist ein unangenehmes Gefühl am Anfang, aber nachdem man dann mal duschen ist und dann so das Mittel drüber trägt, ist es eigentlich relativ schnell weg und man merkt, es fühlt sich einfach frischer an. Ich kann übrigens so eine Behandlung jedermann empfehlen, also egal ob Mann oder Frau, weil auch bei Frauen beispielsweise nach der Schwangerschaft haben sie ja immer wieder ein bisschen Haarprobleme, oder? Darum kann dort eine PRP sehr gut wirken. Und an alle Männer, die immer das Gefühl haben, ja nein, meine Haare und so, ich würde gerne etwas machen, aber ich schäme mich dafür. Auch mein Tipp an euch, macht es, weil ich sage immer, es ist eine Investition in euch selber und die darf qualitativ gut sein. Und wenn ihr euch dann besser fühlt, habt ihr eigentlich das Ziel erreicht.